Mein Name ist Günter Kunesch, ich bin Geschäftsführer der Koller & Kunesch GmbH. Wir sind ein Familienbetrieb mit gut 30 Mitarbeitern durchschnittlich. Den Betrieb gibt es seit 1991. Wir haben begonnen als Druckerei und haben vor gut 10 Jahren den Entschluss gefasst, den Betrieb in eine reine Buchbinderei, sprich Postpress, umzubauen und haben zu drucken aufgehört. Mittlerweile sind wir hier bei vollstufig ausgebaut. Wir fertigen vom Flyer angefangen bis hin zum fertigen Verlagsbuch eigentlich alles, was nach der Druckmaschine kommt. Wir fertigen im Schnitt pro Woche durchschnittlich 50 verschiedene Aufträge, sozusagen vom ersten Schritt nach dem Druck bis hin zur Postauslieferung. Es wird bei uns alles in-house gemacht. Wir produzieren generell alles ab Auflagengröße 100 Stück in der Buchfertigung, in der Klebebindung. Bei Falzaufträgen bewegen wir uns durchaus auch in Millionenhöhe. Wir arbeiten mit Heidelberg schon seit 30 Jahren zusammen. Mich überzeugt der Maschinenbau, die Innovation, das Ganze rundet einfach dann auch noch der Service von Heidelberg ab und die Gesprächsbereitschaft und die Betreuung ist in der jetzigen Zeit im oberen Drittel der Lieferanten anzusiedeln. Also wir arbeiten mit einigen Maschinen von Heidelberg in den Bereichen, wo es möglich ist. Wir arbeiten mit einer TH82P, einer TH56, wir haben den Piestecker, wir haben eine Polar-Schneidlinie voll ausgebaut mit Abstapler, Transomat. Dies die Maschinen von Heidelberg. Des Weiteren in unserer Buchfertigung arbeiten wir mit einer Klebebindelinie, die vollständig ausgebaut ist, mit allen technischen Möglichkeiten. Wir sind in der Lage, Buchdecken zu fertigen, wir sind in der Lage zu veredeln. Wir haben eine Buchstraße, in der wir Bücher fertigen können bis 8 cm Stärke und wir können auch prägen und Register stanzen. Wir sind sozusagen ein Full-Service-Anbieter. Wir haben immer mehr die Thematik der Kurzfristigkeit, des Personalmangels, des Facharbeitermangels. Wir sind gezwungen, hier Aufträge in kürzester Zeit abzuwickeln. Dies ist nur möglich mit einer hochgradigen Automatisation und dem entsprechenden Personal. Um dieses auch zu halten und den Arbeitsplatz attraktiv zu gestalten, ist es hier notwendig, auch neue Anlagen und moderne Anlagen zu haben. Aufgrund meiner Investition in den vergangenen Jahren in eine TH82P haben wir unsere Falzgeschwindigkeiten mehr als verdoppelt zur Vergangenheit. Dies führte einfach dazu, dass die Belastung der Mitarbeiter an der Maschine doch an die Grenze kam und dadurch durch Ermüdung einfach die Maschine langsamer gedreht wurde und die Vorbereitung des nächsten Jobs einfach mehr Zeit in Anspruch nahm. Der Piestecker ist ein wesentlicher Faktor in dem Ganzen, zumal er unsere Produktivität massiv steigern konnte und den Arbeitsplatz attraktiv gemacht hat für unsere Mitarbeiterinnen. Es ist aktuell so, der Mitarbeiter oder die Mitarbeiterin wird hier körperlich nicht mehr belastet oder weitaus nicht mehr so belastet wie vorher. Dies hat zur Folge, die Maschine läuft konstant, höhere Geschwindigkeiten. Die Vorbereitung des nächsten Jobs kann bei laufender Maschine passieren, bis hin, dass Zeit bleibt, auch neben Maschinen, kleinere Falzmaschinen ebenso entweder nur einzustellen oder sogar zu bedienen. Wir haben hier dadurch eine Leistungssteigerung, eine Produktivitätssteigerung von über 20% pro Stunde erreicht. Die Mitarbeiter waren am Anfang skeptisch, einerseits weil sie dachten, es wäre sehr kompliziert, diesen Roboter zu bedienen. Andererseits war eine gewisse Vorfreude da, eben aus genannten Gründen der Entlastung und eben weil es wieder eine neue Maschine ist. Im Nachhinein hat sich herausgestellt, die Bedienbarkeit ist wirklich einfach und in wenigen Schritten oder wenigen Minuten zu erlernen. Also diese Angst war unbegründet. Mittlerweile ist der Piestecker nicht mehr wegzudenken. Der Piestecker erfüllt unsere Erwartungen in vollem Maß. Die großen Vorteile sind, er kann die Pakete drehen und wenden, wie wir das wollen. Wir als reine Postpress-Firma oder reiner Postpress-Betrieb sind natürlich darauf angewiesen, wie uns die Druckereien anliefern,
Das kann in manchen Fällen falsch sein und wir müssen die Pakete drehen, um sie in der richtigen Position zu haben für den Klebebinder oder die Fadenheftmaschine. Das können wir nur mit dem P-Stacker realisieren. Zudem ist es möglich, mit dem P-Stacker die Pakete auszurichten, sollten sie nicht einwandfrei aus der Auslage kommen. Und die Geschwindigkeit ist das Hauptthema. Wir produzieren immer mit maximaler Geschwindigkeit mit der P-Maschine. Das bedeutet, bei schweren Grammaturen fahren wir trotzdem auch mit 17.000, 18.000 Signaturen pro Stunde. Das schafft am Markt aktuell nur der P-Stacker. In den kommenden Jahren sehe ich eine weitere Entwicklung in Richtung Automatisation. Wir werden an dem Weg nicht vorbeikommen, wir müssen das weiter ausbauen. Aktueller Facharbeitermangel zwingt uns einerseits dazu, andererseits ist es nötig, hier die Arbeitsplätze immer attraktiver zu gestalten und natürlich auch das Thema Umwelt nicht aus den Augen zu verlieren. Wir haben ja bereits unseren Beitrag da schon geleistet, indem wir eine Wärmerückgewinnung gebaut haben, mit der wir mehrere Tonnen CO2 einsparen konnten. Eine PV-Anlage soll im nächsten Jahr folgen. Neue Anlagen, die weniger Strom verbrauchen und automatisiert arbeiten können, gehen genau in diese Richtung.